Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Pandemie hat eine tiefe Spur in Gesellschaft, Politik und Medien hinterlassen. Viele erleben sie als gesundheitliche und ökonomische Krisenzeit, andere vor allem als demokratiepolitische Bewährungsprobe. In diesem Spannungsfeld positioniert sich das Buch Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Das Corona-Unrecht und seine Täter von Markus Klöckner als anklagendes, aber quellennahes Zeitdokument. Der Autor, bekannt für medienkritische Analysen, rekonstruiert anhand von Reden, Leitartikeln, Talkshow-Sequenzen, Verordnungen und Aussagen namhafter Akteure, wie im Namen der Pandemiebekämpfung aus seiner Sicht Grenzen überschritten, Grundrechte relativiert und missliebige Stimmen aus dem öffentlichen Diskurs gedrängt wurden. Statt einfache Antworten zu liefern, zeichnet Klöckner die Mechanismen hinter moralischer Aufladung, gruppendynamischem Druck und kommunikativem Alarmismus nach. Er fragt, wie sich Sprache, Bilder und mediale Routinen verbanden, um Konformität zu erzeugen und welche Rolle dabei Politik, Expertenkommunikation, Redaktionen und Plattformen spielten. Das Buch folgt einer klaren Linie. Es will keine medizinische Abhandlung sein, sondern eine politisch-mediale Analyse, die auf Verantwortlichkeit, Fehlerkultur und Aufarbeitung zielt. Dabei verzichtet Klöckner nicht auf Zuspitzung. Dennoch verankert er seine Kritik in zahlreichen Fallbeispielen, die er als Symptom tiefer liegender Strukturen deutet. Wer bereit ist, den Blick zu weiten und eigene Gewissheiten zu prüfen, findet hier eine streitbare, gut lesbare Einladung zur Selbstreflexion einer Gesellschaft im Ausnahmezustand. Das Werk versteht sich als Beitrag zu einer notwendigen Debatte über Verhältnismäßigkeit, die Bedingungen freier Meinungsbildung und die Fähigkeit von Demokratien, auch in Krisenzeiten die Balance zwischen Schutz und Freiheit zu wahren. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Mechanismen der Stigmatisierung und moralischen Ausgrenzung. Klöckner beschreibt detailliert, wie im Verlauf der Pandemie ein Klima moralischer Aufladung entstand, in dem Widerspruch nicht als legitimer Beitrag zum Diskurs, sondern als ethische Verfehlung behandelt wurde. Zentral ist die Beobachtung, dass Kommunikation weniger über differenzierte Argumente, sondern stark über Signale der Zugehörigkeit funktionierte. Etiketten wie solidarisch oder unsolidarisch ersetzten komplexe Abwägungen, und soziale Normen verschoben sich von begründbarer Vorsicht zu einem moralischen Imperativ. Diese Moralisierung verstärkte den Freund-Feind-Gegensatz. Wer Maßnahmen kritisch befragte, wurde in die Nähe von Egoismus, Wissenschaftsfeindlichkeit oder radikalen Rändern gerückt. Klöckner illustriert das anhand von Fällen, in denen Menschen aufgrund ihres Impfstatus aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen oder öffentlich abgewertet wurden. Er zeichnet nach, wie Regelsysteme wie 2G und 3G nicht nur epidemiologische Ziele verfolgten, sondern zugleich symbolische Grenzziehungen markierten, die soziale Identität formten und Konformitätsdruck erzeugten. Ein weiteres Element ist das Framing von Risiko. Über hochfrequente Botschaften zu Gefahr und Verantwortung entstand eine kommunikative Architektur, die Abweichung als potenzielle Gefährdung anderer interpretierte. Das formte eine Kultur der Denunziation und des Zeigefingers, die über soziale Medien und lokale Milieus verstärkt wurde. Aus Sicht des Autors ist dies problematisch, weil moralischer Druck deliberative Qualität schwächt. Wer Sanktionen fürchten muss, schweigt eher, wodurch sich Eindimensionalität in der öffentlichen Meinung verstärkt. Klöckner thematisiert außerdem, wie Institutionen mit dieser Dynamik interagierten. Schulen, Universitäten, Arbeitgeber und Vereine übernahmen zum Teil Regelwerke und Kommunikationsmuster, die einen engen Korridor des Sagbaren setzten. Dadurch verfestigte sich Moral als Steuerungsinstrument. Die langfristigen Folgen sind laut Klöckner Vertrauensverluste, innere Emigration und beschädigte soziale Bindungen. Sein Plädoyer lautet daher, moralische Anrufungen in Krisen als besonders machtvoll zu begreifen und durch transparente Kriterien, pluralen Rat und zeitlich klare Befristungen zu zügeln. Nur so lässt sich verhindern, dass Schutzrhetorik zur Legitimationsquelle von Ausgrenzung wird und die Fähigkeit der Gesellschaft zur Versöhnung
unterminiert. Zweitens. Medienlogiken, Framing und das Versagen kritischer Distanz. Im Zentrum der medienkritischen Analyse steht die Frage, wie journalistische Routinen in der Krise auf Alarm, Vereinfachung und Polarisierung zugespitzt wurden. Klöckner argumentiert, dass Agenda-Setting und Framing in vielen Leitmedien eine Hierarchie des Wissens etablierten, in der bestimmte Expertenstimmen omnipräsent, andere jedoch systematisch marginalisiert waren. Talkshows inszenierten Konflikte, die scheinbar plural waren, aber oft innerhalb eines engen Meinungskorridors verliefen. In Allmeldungsmodi und Live-Schalten, so die Diagnose, verschob sich der Fokus von Einordnung und Kontext auf unmittelbare Betroffenheit und moralische Appelle. Dadurch entstanden Empörungsschleifen, die gesellschaftliche Spannungen eher verstärkten als kanalisierten. Hinzu kommt die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Reichweite, Klickzahlen und soziale Resonanz begünstigen zugespitzte Schlagzeilen und vereinfachte Narrative. Klöckner zeigt, wie Headlines, Bilder und wiederholte Kernaussagen kognitive Abkürzungen bildeten, die differenzierte Evidenz aus dem Blick drängten. Fact-Checking und Debunking, eigentlich Instrumente der Qualitätssicherung, gerieten aus seiner Sicht zuweilen selbst in den Sog von Framing, wenn komplexe Studienlagen in binäre Labels gepresst wurden. Ein weiterer Aspekt ist die Rolle der Plattformregulierung. Moderationsentscheidungen, algorithmische Priorisierung und die Angst vor Desinformation führten vielfach zu übervorsichtiger Löschung oder Dämpfung unkonventioneller Stimmen. Klöckner kritisiert nicht die Notwendigkeit von Moderation, sondern deren Intransparenz und die mangelnde Möglichkeit zur fairen Korrektur. Besonders eindrücklich sind Fallbeispiele, in denen sich frühe Minderheitspositionen später als prüfenswerte Hypothesen erwiesen, deren frühe Stigmatisierung aber länger wirkte als die Korrektur. Der Autor fordert deshalb eine Rückbesinnung auf journalistische Kernqualitäten. Mehr Primärquellen, weniger Gruppendenken, klarere Trennung von Bericht und Kommentar, systematische Offenlegung von Unsicherheiten und Interessenkonflikten. Medien sollten nicht nur abbilden, was Politik kommuniziert, sondern methodisch prüfen, wie belastbar Aussagen sind und welche Alternativen bestehen. Aus Klöckners Sicht ist eine Medienkultur resilient, wenn sie Widerspruch nicht nur zulässt, sondern aktiv organisiert, etwa in Form von Pro- und Kontraformaten, Redaktionsombudsstellen und transparenten Korrekturspalten. So entsteht Vertrauen nicht durch Unfehlbarkeit, sondern durch überprüfbare Prozesse der Selbstkorrektur. Drittens. Politische Entscheidungen, Verordnungen und die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ein Kernpunkt des Buches ist die juristisch-politische Dimension der Pandemiepolitik. Klöckner zeichnet nach, wie Notlagenrhetorik, Eilverordnungen und eine Ausweitung exekutiver Spielräume dazu beitrugen, parlamentarische Kontrolle zu relativieren. Er problematisiert vor allem die Tendenz, Grundrechtseingriffe primär als technische Steuerungsfrage zu behandeln, statt sie als substanzielle Freiheitsthemen mit klaren verfassungsrechtlichen Leitplanken zu verhandeln. Beispiele sind Kontaktbeschränkungen, Versammlungsauflagen, Zugangsregeln und weitreichende Einschränkungen von Bildung und Kultur. Aus Sicht des Autors fehlte häufig eine sorgfältige Verhältnismäßigkeitsprüfung, die nicht nur unmittelbare Infektionsrisiken, sondern auch Folgewirkungen für Bildungsgerechtigkeit, psychische Gesundheit, soziale Kohäsion und wirtschaftliche Existenzen bilanzierte. Klöckner verweist auf die Heterogenität föderaler Entscheidungen, die einerseits als Labor der Demokratie gelten kann, andererseits aber widersprüchliche Regeln und Opportunitätskommunikation erzeugte. Die Folge: Bürger erfuhren Politik oft als wechselhafte, schwer nachvollziehbare Kommandostruktur, was das Vertrauen belastete. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor der Kommunikation politischer Akteure. Wenn Zielmarken, Kennzahlen und Schwellenwerte wiederholt neu definiert oder rückwirkend erklärt werden, sinkt die Nachvollziehbarkeit von Maßnahmen. Transparente Begründungen, Sunset-Klauseln und unabhängige Evaluationsgremien seien aus Klöckners Sicht Instrumente, die in Krisenzeiten konsequent genutzt werden müssen. Er plädiert zudem für eine strengere Trennung zwischen fachlicher Beratung und politischer Verantwortungsübernahme. Expertenrat ist unerlässlich, doch Entscheidungen
sind politisch und müssen als solche gerechtfertigt werden. Der Autor thematisiert außerdem die Rolle der Verwaltungsgerichte, die in einzelnen Fällen korrigierend eingegriffen haben, insgesamt aber stark unter Zeitdruck standen. Eine Lehre, die Klöckner zieht, lautet: Demokratien brauchen belastbare Notfallverfassungen, die Grundrechte nicht als variable Größe behandeln, sondern Eingriffe nach klaren, gerichtlich überprüfbaren Kriterien deckeln. Schließlich kritisiert er die symbolische Politik, die eher auf sichtbare Härte als auf zielgenaue Wirksamkeit setzt. Sein Appell: Evidenzbasierte Steuerung verlangt offene Daten, unabhängige Wirkungsanalysen und die Bereitschaft, Maßnahmen nicht nur zu verhängen, sondern auch zügig zu beenden, sobald die Begründung nicht mehr trägt. 4. Wissenschaft, Unsicherheit und die Kultur des Streitens. Klöckner widmet ein zentrales Kapitel der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik. Er betont, dass wissenschaftliche Erkenntnis in Echtzeit entsteht, sich fortlaufend korrigiert und Unsicherheiten integraler Bestandteil des Prozesses sind. Problematisch wird es aus seiner Sicht, wenn Politik und Medien diese Dynamik zu einer scheinbar eindeutigen Wahrheit verfestigen und Verfahren wie Peer Review, Replikation oder Evidenzgraduierung im öffentlichen Bild durch Autoritätszitate ersetzen. Der Autor skizziert, wie Modellierungen, Preprints und heterogene Studien zu Wirksamkeit, Übertragungswegen oder Nebenwirkungen in einer überhitzten Kommunikationsumgebung häufig entweder überinterpretiert oder vorschnell verworfen wurden. Dabei gehe es ihm nicht darum, Ergebnisse zu diskreditieren, sondern darum, das Verhältnis von Befund und Sicherheit sauber zu kommunizieren. Eine reife Wissenschaftskultur, so sein Argument, lebt von Multiperspektivität und methodischer Kritik. Klöckner kritisiert deshalb die Tendenz, unliebsame Hypothesen schnell zu moralisieren oder mit Etiketten zu versehen, statt sie anhand nachvollziehbarer Standards zu prüfen. Er mahnt, dass die Schließung des Debattenraums nicht nur einzelne Forschende trifft, sondern die kollektive Lernfähigkeit reduziert. Beispiele sind Kontroversen über Schulschließungen, Schutzmasken in verschiedenen Settings oder die Priorisierung bestimmter Interventionen. Hier zeigt der Autor, wie heterogene Datenlagen differenzierte Schlussfolgerungen nahelegen, die politisch nicht immer opportun erscheinen. Seine Forderung: Kommunikation sollte Ebenen trennen. Was ist gesicherter Konsens? Was ist plausible, aber unsichere Hypothese? Und wo bestehen relevante Wissenslücken? Transparenz über Interessenkonflikte und die institutionellen Rollen von Expertenräten ist ebenso wichtig wie die Dokumentation abweichender Voten. Für die Öffentlichkeit empfiehlt Klöckner eine Stärkung der Wissenschaftskompetenz. Verständnis für Studiendesign, Effektgrößen, Konfidenzintervalle und die Fallstricke von Korrelation und Kausalität. Für Institutionen schlägt er vor, streitkulturfähig zu machen, etwa durch White-Paper-Verfahren mit Minderheitsvoten, offene Datenräume und die Verpflichtung zur retrospektiven Evaluation zentraler Empfehlungen. Kurz: Nicht die Existenz von Dissens ist ein Problem, sondern seine Unterdrückung. Eine demokratische Streitkultur schützt vor Fehlsteuerung, weil sie Irrtümer schneller sichtbar macht. Schließlich gesellschaftliche Folgen und die Notwendigkeit der Aufarbeitung. Der vielleicht wichtigste Teil von Klöckners Argumentation betrifft die langfristigen sozialen, psychischen und institutionellen Folgen der Pandemiejahre. Er beschreibt, wie Familien, Kinder und Jugendliche durch Isolation, Distanzunterricht und ausgedünnte Freizeitangebote Belastungen erfuhren, deren Wirkung weit über die akute Phase hinausreicht. Bildungslücken, Vereinsamung und Motivationsverluste sind für ihn keine kollateralen, sondern zentrale Aspekte der Gesamtbilanz. Ebenso sieht er eine Erosion des sozialen Vertrauens. Zwischenmenschliche Beziehungen wurden politisiert. Freundeskreise spalteten sich. Arbeitskollektive zerbrachen an Statusfragen und Regelkonflikten. Wirtschaftlich traf es besonders jene, deren Erwerbsbiografien weniger krisenfest sind, etwa Solo-Selbstständige, Kulturschaffende oder Beschäftigte in Gastronomie und Pflege. Institutionell konstatiert Klöckner eine Verschiebung der Erwartungshaltung an den Staat. Wo die Exekutive über Monate große Eingriffsrechte ausübte, veränderte sich das Verhältnis von Bürgern zu Behörden, Polizei und Verwaltung.
Zugleich entstand Skepsis gegenüber Medien und Experten, die sich in Rückzug, Zynismus oder in der Suche nach alternativen Informationsquellen äußerte. All dies interpretiert der Autor als Auftrag zur Aufarbeitung. Diese müsse mehr sein als ein historischer Rückblick. Er fordert strukturierte Prozesse, unabhängige Untersuchungskommissionen mit Akteneinsicht, öffentliche Hearings von Betroffenen, wissenschaftliche Meta-Evaluationen von Maßnahmen, Rechenschaftsberichte mit klaren Verantwortlichkeiten sowie Reformpakete für Krisenkommunikation, Bildungsresilienz und Grundrechtsschutz. Ein besonderes Gewicht legt Klöckner auf eine Kultur der Vergebung ohne Vergessen. Aufarbeitung soll nicht in Demütigung enden, sondern in einem gemeinsamen Lernen, das Wiederholungsgefahren reduziert. Dazu gehört, Verletzungen anzuerkennen, zu differenzieren, wer bewusst Verantwortung missbraucht und wer in guter Absicht irrte, und Wege zur Reintegration beschädigter Beziehungen zu eröffnen. Im Alltag bedeutet das, lokale Dialogforen aufzubauen, in Schulen demokratische Debattenkompetenzen zu vermitteln und Medienethik praktisch zu verankern. Nur wenn eine Gesellschaft die Narben nicht verdrängt, sondern in Stärke verwandelt, kann sie künftigen Krisen mit größerer Gelassenheit, besserer Datenkompetenz und einer widerstandsfähigen Demokratie begegnen. Für Klöckner ist Aufarbeitung somit kein Strafgericht, sondern eine Investition in Zukunftsfähigkeit. Zusammenfassend: Dieses Buch richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie Demokratien in Krisen funktionieren und wo sie verletzlich sind. Besonders gewinnbringend ist es für engagierte Bürger, die eigene Positionen hinterfragen und ihre Medienkompetenz schärfen möchten, für Journalistinnen und Journalisten, die ihre Rolle zwischen Information, Einordnung und Kritik reflektieren, sowie für Lehrkräfte, Studierende und Forschende in den Bereichen Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Soziologie und Rechtswissenschaft. Auch Entscheidungsträger in Politik, Verwaltung, Gesundheitswesen und Bildung profitieren, weil das Buch blinde Flecken in Entscheidungsprozessen sichtbar macht und Anstöße für robuste Strukturen liefert. Für das persönliche Leben bietet das Werk konkrete Orientierung. Es hilft, gruppendynamischen Druck zu erkennen, moralische Anrufungen von argumentativer Substanz zu unterscheiden und Konflikte im eigenen Umfeld dialogfähig zu moderieren. Wer Familie, Team oder Freundeskreis durch polarisierte Zeiten führen will, braucht genau diese Mischung aus Empathie, Prinzipienfestigkeit und Faktenorientierung, die Klöckner einfordert. Warum dieses Buch und nicht ein anderes? Erstens verbindet es investigativen Zugriff mit einem klaren ethischen Kompass. Es prangert nicht nur an, sondern zeigt Mechanismen, Quellen und Muster, aus denen man lernen kann. Zweitens ist die Darstellung zugänglich, ohne an analytischer Tiefe zu verlieren. Komplexe Sachverhalte werden so aufbereitet, dass sie anschlussfähig für unterschiedliche Leserkreise sind. Drittens legt das Buch großen Wert auf Aufarbeitung als konstruktive Praxis. Es geht nicht um den nächsten Aufreger, sondern um Strukturen, die Krisenmanagement, Medienqualität und Freiheitsrechte nachhaltig verbessern. Und viertens hat der Autor eine ausgeprägte Sensibilität für Sprache und Framing, die Leserinnen und Leser dazu befähigt, eigene Informationsökologien kritischer zu navigieren. Wer eine zuverlässige Grundlage für die nächste Debatte sucht, wer lernen möchte, wie man in unsicheren Zeiten besonnen bleibt und wer sich wünscht, dass die Gesellschaft aus Fehlern klüger wird, findet hier einen starken Begleiter. Der Kauf lohnt sich, weil das Buch nicht nur eine vergangene Krise beleuchtet, sondern Werkzeuge liefert, die in künftigen Krisen Orientierung und innere Souveränität geben. Wenn Sie unterstützen möchten, Markus Klöckner, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.